Steht die EU wirklich vor dem baldigen Aus? Droht tatsächlich das nahe Ende der EU, wie es ein angeblicher Investmentbanker hier auf YouTube behauptet? Mit dieser faszinierenden Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dem Hamsterrad entkommen möchtest, wenn auch du ortsunabhängig im Ausland von der Mehrung deines eigenen Kapitals leben willst und dir von einem echten Investmentbanker zeigen lassen willst, wie man tradet und du diesen Traum tatsächlich Realität werden lassen kannst, dann lade ich dich ein nach Zürich zu unserem Seminar Steueroptimiert Auswandern als Trader und Investor. Mit dabei ist unser Freund Jay Madrow. Er hat zum Beispiel für Lehman Brothers gearbeitet, für Nomura und für Societe Generale. Er zeigt heute Menschen, wie man tradet. Er wird dabei sein und ich werde dir natürlich zeigen, in welche Länder du umziehen kannst, wie du es steuerlich am besten strukturierst, damit du möglichst steuerfrei oder steuergünstig im Ausland als Trader und Investor leben kannst. In der gleichen Woche haben wir auch noch zwei andere Seminare, die dort sozusagen inhaltlich reinpassen, nämlich einmal Auswandern in die Schweiz, wo man ja ebenfalls vom Kapitalvermögen steuerfrei leben kann, und Auswandern nach Irland, wo das Gleiche möglich ist. Zusammen nennen wir das Freedom Week. Du kannst jedes Seminar einzeln buchen oder auch gemeinsam in einem sehr attraktiven Gesamtpaket. Also wenn auch du von der Mehrung deines Kapitals im Ausland leben willst, dann würde ich mich freuen, dich dort zu begrüßen. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Marianne hat mir ein Video geschickt und hat mich gebeten, dieses Video einmal zu kommentieren. Wie gesagt, in diesem Video spricht ein angeblicher Investmentbanker. Ich weiß nicht, ob er wirklich Investmentbanker ist. Heute kann ja jeder alles behaupten auf YouTube. Aber wie gesagt, da spricht ein angeblicher Investmentbanker, der zu Besuch ist bei einem YouTube-Kanal aus Deutschland über das drohende Ende der EU. Und Marianne ist jetzt etwas besorgt. Sie möchte von mir wissen, was ich davon halte. Vielen Dank, Marianne. Das werde ich natürlich tun. Und das ist gleichzeitig auch ein Hinweis an alle, wenn ihr auch ein interessantes Video habt, das wir hier kommentieren sollen oder irgendein Thema euch besonders interessiert, steuerlicher Art oder ein Thema, wo es um den Wegzug ins Ausland geht, beziehungsweise Dinge wie Plan B, die Krise in der EU, die wir ja hier immer wieder auch thematisieren. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns das zuschickt. Fast alle Videos, die wir auf diesem Kanal machen, da bekommen wir natürlich sehr viel Input in unseren Beratungsgesprächen, aber auch von Zusendungen aus unserer Community. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du links unten in der Fußzeile ein Formular, wo du ein Thema an einen Gast vorschlagen kannst. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, wenn du lieber einfach ein E-Mail schreibst. Lass uns Themen wissen, die dich interessieren. Schick uns Videos, schick uns Artikel oder sonstigen Input, den wir dazu verwenden können. Wenn es ein Thema ist wie dieses, das viele interessiert, machen wir gerne ein Video dazu. Die Regeln sind grundsätzlich so, dass ich das Originalvideo und den Original-Content-Creator hier nicht nennen will, denn ich will mich hier nicht dem Stress aussetzen, dann wegen Verunglimpfung Probleme mit dem Anwalt dieses Content-Creators zu bekommen. Aber Marianne, wenn du jetzt das Video anschaust, kannst du ja einfach das Video von dir in die Kommentare posten, dann kannst du die anderen auch anschauen. So, also, wie gesagt, in diesem Video ist ein angeblicher Investmentbanker zu Besuch bei einem relativ bekannten YouTube-Kanal hier im deutschsprachigen Raum. Ich sage, wie gesagt, deswegen angeblicher Investmentbanker, weil es dafür ja keine Verifizierungen gibt, ja, ob der jetzt wirklich Investmentbanker war oder nicht. Man kann ja alles behaupten. Es gibt ja in England einen ganz bekannten ehemaligen Investmentbanker, der war wohl tatsächlich bei der Citibank tätig. Er hat dann die Seiten gewechselt und hat dann erkannt, dass das alles Ausbeute ist. Und jetzt ist ein überzeugter Sozialist. Und er behauptet öffentlich überall, dass er der erfolgreichste Trader der Bank gewesen sei, wobei das völliger Quatsch ist. Die Financial Times zum Beispiel hat dort entsprechende Nachforschungen angestellt, hat ehemalige Kollegen in der Bank befragt. Und ich meine, er war vielleicht ein vielversprechender Junior oder sowas, ja, also auf sehr tiefem Level, aber er wird heute hier hofiert, gerade von linken Medien, als der erfolgreichste Trader seiner Generation, der dann hier großmütig und großherzig erkannt hat, das ist nicht für mich hier ein Heiliger, wird er schon auf ein Podest gestellt. Und ich verabschiede mich jetzt hier aus der Welt der Ausbeute und mache stattdessen die Podcasts und die YouTube-Kanal runden. Man kann ja heutzutage auf YouTube hier alles ungestraft behaupten. Und in diesem Video wird dieser Mensch ja als angeblicher, erfolgreicher Investmentbanker vorgestellt. Ich habe mir seine Webseite mal angeschaut. Die ist nicht besonders gut gemacht. Da verkauft er irgendwelche Trading-Kurse für 75 Euro. Also erfolgreiche Investmentbanker, die ich kenne, haben ausgesorgt, wenn sie dort einige Jahre bei der Investmentbank gearbeitet haben. Die müssen danach nicht irgendwelche Online-Kurse für 75 Euro verkaufen. Also daher, ob der jetzt wirklich tatsächlich Banker war oder aber vielleicht bei der Bank gearbeitet hat, in der Personalabteilung oder in der Buchhaltung und sich jetzt Investmentbanker nennt,
kann man natürlich nicht wirklich verifizieren. Jedenfalls, wenn er Investmentbanker war, war er kein besonders erfolgreicher, denn ansonsten würde er nicht das machen, was er hier heute macht. Ich kenne tatsächlich viele Investmentbanker aus meiner Zeit in London und ich kenne keinen einzigen, der es nach 10 Jahren, 15 Jahren Investmentbank noch nötig gehabt hätte, dann hier sich entsprechend zu entblößen, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, befassen wir uns einmal mit dem Video. Wir sind ja auf diesem Kanal selbst sehr EU-kritisch, aber es ist mir immer sehr wichtig, dass wir realistisch bleiben. Denn nur wenn wir ein Risiko realistisch einschätzen, können wir uns auch vor diesem Risiko tatsächlich schützen. Wenn wir jetzt mit irgendwelchen Annahmen ausgehen, die absolut unrealistisch sind, die absolut überzogen sind, dann bereiten wir uns vielleicht völlig falsch darauf vor und wir setzen vielleicht den Fokus und den Blick, den wir besser irgendwo anders drauf gerichtet hätten, auf ein ganz anderes Problem, was eigentlich wirklich gar nicht existiert. Übrigens der gleiche Kanal, von dem ich jetzt hier spreche, der behauptet doch immer steif und fest, dass die EU ein Vermögensregister plant. Auch das ist tatsächlich nicht der Fall. Möglicherweise kommt das mal irgendwann, aber momentan gibt es keine Pläne, ein solches zu implementieren. Das heißt, wenn du dich jetzt panisch darauf vorbereitest, ein solches Vermögensregister zu vermeiden, dann verschwendest du nur Energie. Deswegen ist es mir wichtig, dass du realistisch einschätzt, was die wirklichen Risiken sind, denen wir ausgesetzt sind. So, jetzt befassen wir uns mal hier mit einigen der Argumenten, die in diesem Video gemacht haben, die ich dann entsprechend entkräftigen möchte oder beziehungsweise relativieren möchte. Es geht, wie gesagt, gar nicht darum zu sagen, dass die EU nicht ein Problem hat. Das ist ja völlig klar, dass es ein Problem gibt, dass es viele Probleme gibt, vielschichtige Probleme, aber man muss das Ganze eben realistisch betrachten. Also zunächst mal wird hier gesprochen von Frankreich. Frankreich, das am Abgrund stehe und wo es um Rettung oder Bankrott geht. Als Beleg dafür wird gesagt, dass das Kreditrating der Agentur Standard & Poor's herabgestuft wurde auf A+ von Frankreich und dass jetzt also sozusagen Frankreich hier kurz vor dem Zahlungsausfall steht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also ein anderes Land mit einem Creditrating von A+ ist zum Beispiel China. Ich würde nicht sagen, dass man hier China kurz vor dem Abgrund sieht, wobei man realistischerweise sagen muss, dass Deutschland nach wie vor ein Rating hat von AAA, also AAA, was deutlich besser ist natürlich als A+. Auch die USA und Großbritannien haben zum Beispiel ein Rating, was nur leicht besser ist als A+, also was nur leicht besser ist als Frankreich. So einen großen Unterschied gibt es da nicht, aber eben China hat ebenfalls A+, aber wir alle sind uns natürlich einig, dass China weit weg steht vor einem Staatsbankrott. Ja, das muss völlig klar sein. Also die Probleme in Frankreich sind natürlich real und ich meine, das sind langfristige ernstzunehmende Probleme. Aber dass jetzt hier der Kollaps kurz vor der Tür steht, das ist natürlich absolut überzogen. Japan übrigens hat ebenfalls ein A+ Credit Rating, auch hier eine bedrohlich hohe Überschuldung, aber dass hier deswegen das Ganze sofort vor dem Kollaps steht, ich glaube, das können wir definitiv ausschließen. So, als weiterer Grund, um beim Thema Frankreich zu bleiben, wird dann hier aufgeführt, dass Frankreich laufend gegen die Haushaltsregeln verstößt in puncto Neuverschuldung. Das ist natürlich korrekt. Das tut Frankreich, das tut auch Deutschland seit 2023, das tun fast alle EU-Länder. Ja, also das ist natürlich ebenfalls korrekt, aber ob deswegen jetzt hier unmittelbar das aus der EU droht, ja, das ist natürlich tatsächlich komplett überzogen. Des Weiteren sagt dieser Investmentbanker, und das ist halt ein Punkt, wo ich dann sagen würde, naja, also wenn er solche Dinge behauptet, wie weit kann ich ihm dann tatsächlich als Investmentberater vertrauen? Denn entweder weiß nicht besser oder gibt es bewusst falsch wieder. Er sagt jedenfalls, dass die EZB spezifisch französische Anleihen kauft, um die Zinsen zu manipulieren. Also speziell jetzt französische. Ja. Es ist zwar korrekt, dass die EZB Staatsanleihen kauft, aber nicht speziell französische. Und außerdem hat sie natürlich die Kaufaktivität momentan stark zurückgefahren. Ja. Also auch hier muss man sagen, das ist definitiv aktuell wenigstens keine Rettung. Ich bin natürlich absolut gegen diese Schuldenpolitik, ja, das ist ja völlig klar. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dir deswegen jetzt hier Angst mache und sage, okay, morgen bricht Frankreich zusammen, morgen bricht die EU zusammen, du musst jetzt hier sofort deine Koffer packen und gehen. Ja, ich werde nachher etwas dazu sagen, was ich dir empfehle und warum natürlich die Situation in der EU sehr ernst zu nehmen ist. Ja, aber auf keinen Fall sollte man natürlich jetzt denken, dass man irgendwas überstürzen muss. Das wäre noch viel schlimmer, als jetzt einfach zu bleiben, möglicherweise. Auch für die eigenen Finanzen. Wenn du jetzt das ernst nehmen würdest, was da gesagt wird und gesagt wird, oh mein Gott, jetzt muss ich aber ganz schnell alles verkaufen, ja, was ich in der EU habe, das könnte ein fataler Fehler sein. Ja, vielleicht ist es gut, dass du dein EU-Vermögen ausdünnst, dass du deine Immobilien in der EU verkaufst, aber mit Sicherheit jetzt nichts übers Knie brechen, sondern das geordnet zu machen, dass du hier auch die Rendite noch maximieren kannst.
Ein weiteres Beispiel, was dieser angebliche Investmentbanker hier vorbringt, er ist offensichtlich ein BRICS-Liebhaber. Er sagt, dass Osteuropa bald ausschert. Ja? Und Osteuropa möglicherweise die EU verlassen will, weil diese osteuropäischen Länder ja noch ihre eigene Währung haben. Also ich habe nie eine Aussage gehört, die ich für unglaubwürdiger halte. Jedes der genannten osteuropäischen Länder hängt am EU-Tropf. Die brauchen alle das EU-Geld. Keines dieser Länder spielt ernsthaft mit dem Gedanken, die EU zu verlassen. Das ist ja totaler, absoluter Quatsch. Ja. Dafür gibt es keinerlei Belege, auch wenn natürlich diese Länder in Osteuropa vielfach auf zwei Hochzeiten tanzen, vielleicht weil sie es auch müssen, weil sie natürlich auch regional so gelegen sind, dass sie es sich nicht erlauben können, China, Russland hier vor den Kopf zu stoßen, sondern dass sie zum Dialog gezwungen werden. Da könnte man auch sagen, das könnte eine gute Sache sein. Aber dass sie deswegen wirklich sich überlegen, ja, bitteschön, die EU zu verlassen, das ist ja wohl der absolute, totale Quatsch. Also so ein Blödsinn habe ich ja wirklich selten gehört, ja. Ganz abgesehen von der Bevölkerung, also in Ländern wie Polen, Rumänien und Litauen ist die Zustimmung zur EU 70 bis 90% in der Bevölkerung, ja. Aufgrund genau dieser Transferleistungen, die diese Länder seit Jahrzehnten bekommen und weiterhin bekommen von der EU. Also es ist eine völlig abwegige Meinung, hier zu sagen, dass man dort EU-feindlich ist in diesen Ländern, egal wie sich diese Regierungen dann da zum Teil so aufspielen. Gleichzeitig wird ja dann impliziert, dass hier BRICS ein Wirtschaftsbündnis ist, was hier auch nur annähernd an die EU heranreicht, und das ist ja auch ein kompletter Quatsch. Ja, also so positiv BRICS auch sein mag, ja, ist das kein einheitlicher Binnenmarkt, gibt es dort keine Personenfreizügigkeit und auch keinen Rechtsrahmen. Ja, das ist ein lockerer Verbund. Diese Länder haben vielleicht gemeinsame wirtschaftliche Interessen, und es ist sicherlich auch sinnvoll, dass sie hier kooperieren. Ich finde das keine schlechte Idee grundsätzlich, BRICS. Aber zu sagen, dass jetzt ein osteuropäisches Land allen Ernstes die EU verlassen würde, um sich dann BRICS anzuschließen. Also was für ein kompletter, totaler Blödsinn. Und es werden natürlich wieder mal absolut null Beweise in diesem Video dafür präsentiert oder irgendwelche Belege aufgelistet. In der Beschreibung des Videos sind zwar einige Links enthalten zu Artikeln online, aber hier gibt es keinen einzigen belastbaren Beweis, dass ein Land hier fordert, die EU zu verlassen, um jetzt tatsächlich sich den BRICS anzuschließen. Ein weiterer Punkt, der in dem Video gemacht wird, ist, dass die EU wirtschaftlich am Boden sei. Also das ist ja eine völlig falsche, pauschalisierende Aussage. Natürlich hat die EU wirtschaftliche Probleme, natürlich hat man mit mangelnder Innovation und mit Stagnation zu kämpfen. Deutschland befindet sich jetzt im 4. Jahr letztlich eine Rezession. Natürlich ist das tatsächlich schlimm, aber nach wie vor ist die EU der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt. Ja, also da ist nach wie vor extrem viel Geld, extrem viel Power vorhanden. Natürlich, in der EU gibt es Probleme. Allein schon das demografische Problem, dass immer weniger Kinder geboren werden, ist natürlich ein gigantisches Problem in sehr vielen EU-Ländern. Perspektivisch gesehen sieht es natürlich für die EU schwierig aus. Ja, wenn man jetzt einige Jahrzehnte in die Zukunft schaut, das ist völlig klar. Aber dass man jetzt hier kurz vor dem Abröcheln letztlich steht als EU, das ist natürlich komplett überzogen und schlicht und ergreifend nur Panikmache, um mir dann solche 70-Euro-Kurse letztlich verkaufen zu wollen. Natürlich wird auch in dem Video über den Euro gesprochen, dass jetzt der Euro wertlos ist und es zur Kapitalflucht kommt. Meine Meinung ist zum Euro, dass der Euro natürlich grundsätzlich auf komplett den falschen Grundlagen geschaffen wurde, weil die Länder, die dem Euro beigetreten sind, viel zu verschieden waren und weil sie auch ganz andere wirtschaftliche Prioritäten hatten. Deutschland hat eine extrem starke Währung gehabt, hat den Euro letztlich genutzt, um die eigene Währung extrem abzuwerten. Dadurch hat Deutschland im Grunde genommen vom Euro profitiert, kurzfristig wenigstens, kurzfristig, weil man in Kauf genommen hat, dass man die eigene Währung extrem abwertet. Deswegen ist es zu viel teurer geworden nach der Euro-Einführung in Deutschland. Also der Euro steht für mich grundsätzlich auf wackeligen Füßen, und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich niemals an eine BRICS-Währung glaube, weil die BRICS-Länder viel zu unterschiedlich sind, weil sie viel zu unterschiedliche wirtschaftliche Interessen haben. Da wird es niemals eine Währung geben, niemals. Was die BRICS-Länder momentan machen, ist, dass sie versuchen, Handel zu betreiben in den eigenen Währungen. Das ist eine hervorragende, eine fantastische Idee. Diese Ideen gibt es schon seit Jahrhunderten, ich will nicht sagen seit Jahrtausenden in der Welt, wo das genauso gemacht wurde. Schon die Tempelritter haben das damals so gemacht im Mittelalter. Momentan ist der Euro definitiv nicht wertlos und die Kapitalflucht ist momentan noch beschränkt. Auch hier kann man sich natürlich vieles vorstellen, was da in Zukunft kommen wird, aber das ist da
hier über Nacht der Zusammenbruch droht, das ist natürlich absolut überzogen. Also, was ist meine Einschätzung zur Lage? Ich glaube definitiv nicht, dass die EU kurz vor dem Kollaps steht. Und warum sollte es auch so sein? Ich meine, das Römische Reich hat seine maximale Expansion im Jahre 178 unter Kaiser Trajan erreicht. Und dann ist das Weströmische Reich im 5. Jahrhundert untergegangen. Das Oströmische Reich in Byzanz hat noch fast 1000 Jahre Bestand gehabt bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Ja, also nur weil sich etwas im Niedergang befindet, heißt das noch lange nicht, dass der Niedergang dann sehr schnell kommt. Im Gegenteil, ich glaube, dass möglicherweise die EU noch für Jahrhunderte bestehen wird in ihrer aktuellen Form, aufgrund der großen Machtinteressen, die einfach auch hier involviert sind. Ich glaube absolut nicht, dass das Ende der EU jetzt unmittelbar naht. Ich sehe für Länder wie Deutschland zum Beispiel eher eine Perspektive wie Argentinien. Ja, also Argentinien hat ja in den 1920er Jahren geboomt, aber dann ging es für Jahrzehnte lang langsam nur noch abwärts aufgrund der peronistischen Politik. Das ist etwas, was ich sehe für Deutschland und auch andere EU-Länder. Deswegen ist Argentinien nicht untergegangen. Argentinien hat mehr als eine Staatspleite erlebt und trotzdem hat der Staat weiterhin Bestand gehabt. Trotzdem ging es weiter. Die Frage ist natürlich nur, unter welchen Bedingungen, die natürlich alles andere als sehr positiv waren, was ja am Ende auch dann zur Wahl Mileis geführt hat. Also ich kann dir garantieren, dass die EU nicht kurz vor dem Untergang steht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Warum ist das denn wichtig, dass die EU untergeht oder nicht? In welcher Art und Weise würde das dein Handeln, deine Entscheidungen beeinflussen? Wenn ich dir jetzt sage, dass die EU nicht untergeht, heißt das dann, dass du weiterhin in der EU bleibst, dass du nicht auswanderst, dass du dein Vermögen nicht außerhalb der EU diversifizierst? Ich hoffe es nicht. Ich bin vor 25 Jahren aus der EU ausgewandert, weil ich schon damals geahnt habe, dass das Ganze mit der EU nicht wirklich gut geht, dass die EU sich in die falsche Richtung entwickelt und dass sich Deutschland in die falsche Richtung entwickelt. Und ich habe es nie bereut und ich bereue es natürlich auch heute nicht. Die Frage ist daher, was muss eigentlich noch passieren, damit du die gleiche Entscheidung triffst? Ist nicht schon genug Negatives passiert? Denk mal an die Corona-Zeit zurück. Hast du da nicht am eigenen Leib erlebt? Was passiert, wenn der Staat die Krallen ausfährt? Was passiert, wenn der Staat sein Recht durchsetzen will? Was passiert, wenn es dem Staat wirklich wichtig ist? Wie schnell dann wirklich die Schranken runtergehen? Wie schnell wir dann alle buchstäblich eingesperrt sind zu Hause? Musst du jetzt wirklich bis zur nächsten Krise warten und bis die EU untergeht, damit du es jetzt wirklich glaubst, dass es so schlimm werden kann? Oder hat dir diese Erfahrung nicht gereicht? Ich meine, es ist ja wie in einer Ehe, wenn dort ein Ehepartner einmal anfängt, den anderen Ehepartner zu bedrohen, ja, in einem ganz normalen Ehestreit, dann braucht dieser Ehepartner nicht darauf zu warten, bis der andere seine Drohung dann in die Tat umsetzt und ihn wirklich zusammenschlägt. Ja, dann verlässt du diese Ehe natürlich sofort. Also daher, was muss eigentlich noch passieren, dass du sagst, ich mache das nicht mehr mit und jetzt scheue die ganzen Sachen, die jetzt bereits beschlossen sind, die anders als dieses Video, was ja völlig spekulativ ist, tatsächlich jetzt in die Tat schon umgesetzt werden. Digitaler Euro, digitale ID, biometrisches Tracking, das EU-Con-Register, das 2029 kommt, Informationsaustausch für Krypto, Informationsaustausch für Immobilien, Überwachung durch KI, weitere Steuererhöhung, möglicherweise Vermögensteuer, möglicherweise Besteuerung der Staatsbürgerschaft und pipapo, Dutzende Maßnahmen, die dieser Staat, die diese Staaten, die dieses Staatsgebilde der EU hier gegen dich planen, insbesondere wenn du Leistungsträger bist, wo es ganz klar gegen dich, gegen dein Vermögen, gegen deine Freiheit, gegen deine Familie geht. Mal ganz abgesehen von dem ganzen Rüstungswahn, von der Aufrüstung, einer möglichen Wehrpflicht und der Tatsache, dass du vielleicht in den Krieg ziehen musst, beziehungsweise deine Kinder. Also, was muss eigentlich noch alles passieren? Ist doch völlig wurscht, egal, ob die EU jetzt morgen untergeht oder nicht oder ob sie in 100 Jahren untergeht oder nicht. Es ist doch schon alles weit genug eskaliert, dass du jetzt eigentlich die Entscheidung treffen müsstest bis hierhin und nicht weiter. Heißt ja deswegen nicht, dass du keine Zeit mehr in der EU verbringen sollst. Heißt ja deswegen nicht, dass du alle Verbindungen abschneiden musst, aber dass du realisierst, dass man sich so langsam im Grunde mal außerhalb der EU bewegen sollte, auch vielleicht, wenn es temporär nur mal die Schweiz ist oder sowas. Das müsste doch eigentlich jetzt jedem klar sein, dieser Groschen müsste doch gefallen sein. Da muss ich doch jetzt nicht noch länger warten, bis praktisch die EU hier über mir zusammenbricht, weil das, ehrlich gesagt, wird zu deinen Lebzeiten wahrscheinlich nicht passieren. Also lass dich von solchen Videos hier nicht aus dem Takt bringen. Lass dich nicht beunruhigen, lass dich nicht in Panik versetzen, Marianne. Das ist meine Botschaft an dich. Lass dir auch nicht vormachen, dass das, was noch kommt, in irgendeiner Weise für dich tatsächlich relevant sein sollte. Das, was schon passiert ist, das, was du schon weißt, müsste eigentlich schon genug sein für dich, um dich zu motivieren, außerhalb der EU letztlich
tätig zu werden. Ja, Marianne, ich hoffe, dieser Kommentar hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich hoffe, es hat dir etwas Klarheit, etwas Richtung gegeben. Wie gesagt, an alle nochmal die Aufforderung, wenn auch ihr ein Video habt, das wir kommentieren sollen oder andere Ideen habt für Content auf diesem Kanal. Ich persönlich danke euch dafür sehr. Ich danke euch für euren Input. Marianne, ich danke dir sehr dafür, dass du uns diese Idee hier zugeschickt hast. Eine tolle Idee. Ich habe gerne darüber gesprochen. Du hast gesehen, ich betrachte das Ganze sehr leidenschaftlich. Dieser Kanal, diese Community, die lebt davon. Alle können davon profitieren, wenn hier solch geniale Ideen dann geteilt werden und wir darüber ein Video machen können. Also deswegen danke an alle. Und wenn auch du dir Gedanken dazu machst, wie du jetzt die EU möglichst schnell verlassen kannst oder einfach, wenn du dich mal mit einem Plan B auseinandersetzt und mal sagst, naja, vielleicht kann ich noch nicht gehen, aber ich sollte schon mal anfangen, vielleicht so meine Flaggen zu pflanzen in verschiedenen Ländern außerhalb der EU. Dann würde ich dich gerne zu unseren Events oder auch zu unseren Investoren reisen. Aber natürlich kann man auch gerne ein Beratungsgespräch führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich habe für 25 Jahren die EU verlassen. Ich habe es nie bereut. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und seit fast 20 Jahren nun helfen mir Mandanten ebenfalls dabei, ins Ausland umzuziehen, auszuwandern, sich souverän und steueroptimiert natürlich im Ausland aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.